FEC hatte ich auch eine Menge Spaß, aber vielleicht ist Fly für mich wirklich eher so ein Season-Game wie Diablo etc. Naja, nicht für dich. Also, für dich, ja. Aber ich meine, was ich meine ist, Gala hat dafür gesorgt. Mit dem FEC. Mal angenommen, es gäbe überhaupt kein FEC, würde ja all das Geld und die Zeit, die sie für den FEC verwenden, in andere Sachen fließen. Dann wäre das Game wahrscheinlich objektiv besser. Dafür gäbe es halt diesen Boost vom FEC nicht. Sie haben sich halt dafür entschieden, das so zu machen. Was vielleicht auch heutzutage passt, das vielleicht auch besser in die Zeit. Ehrlich gesagt sogar höchstwahrscheinlich. Weil es bei anderen Games oder bei anderen Sachen ist es ja auch so. Man ist richtig gehypt auf eine Sache für ein paar Monate und dann kommt die nächste Sache. Für viele. Ist nicht für jeden gleich. Jeder hat ja seine eigenen Hobbys und Interessen und so. Aber so ist es ja eigentlich heutzutage. Man ist gehypt aufs nächste, was weiß ich was, auf die nächsten Sneaker, auf das nächste Lego-Set, auf die nächsten Pokémon-Karten, auf das nächste Spiel, auf den nächsten FEC. Die Entertainment-Branche hat sich halt, I guess, dahingehend entwickelt, dass die Leute kurzfristig extrem viel Aufmerksamkeit einer Sache widmen, aber dann muss halt wieder die nächste Sache kommen, damit es spannend bleibt, damit es interessant bleibt. Was wahrscheinlich auch wieder darauf zurückzuführen ist, dass heutzutage die Aufmerksamkeitsspanne und so von vielen Leuten einfach RIP ist. Also sicherlich nicht von Leuten, die generell Flive spielen, aber ich meine grundsätzlich diese Trends, dass das so ist, so punktuell, da muss man immer was Neues machen. Wenn du nur eine Sache machst, dann hast du kurz einen Hype und dann geht's runter und dann musst du halt was Neues wieder machen. So wie zum Beispiel jedes Jahr den FEC. Nicht nur einmal den FEC, sondern jetzt musst du es jedes Jahr machen, weil die Leute erwarten es irgendwo. Also wenn du es nicht machst, also du kannst es eigentlich fast gar nicht mehr nicht machen. Und so ist es ja bei anderen Sachen auch. Die können ja nicht einfach aufhören, irgendwas, also können sie schon. Aber dann wird halt das Unternehmen oder was auch immer dahinter steckt, wird dann halt heftig an die Wand fahren wahrscheinlich. Also, die schaufeln sich halt im Endeffekt ihr eigenes Grab sozusagen. Also, es ist ja kein Grab, aber du kommst da halt nicht mehr raus irgendwie. Außer du hast halt eine noch bessere Idee oder irgendwie so, das dann wieder das ablöst. Aber meistens ist es ja leichter, wenn wir never change a running system, wenn schon etwas funktioniert und es funktioniert weiter. Ich meine, warum solltest du was ändern? Das ist natürlich dann ökonomisch gesehen extrem bescheuert. Du hast etwas, was funktioniert, was dir regelmäßig Geld einfährt. Du weißt, die bescheideneren Zwischenphasen, wo die Kohle nicht so flutscht oder so, du weißt, die sind immer nur vorübergehend, weil das nächste große Ding ist schon am Start, die Leute fragen schon danach sozusagen. Dann weißt du genau, dass du es richtig machst sozusagen. Natürlich für die Leute, die wirklich langfristig in dem Hobby drin sind oder in einem Spiel oder wo auch immer, das ist natürlich blöd, weil die warten ja eigentlich schon darauf, dass sich was verändert vielleicht auch mal. Grundlegend. Und die warten dann vergebens. So wie wir gerade. Man weiß nicht genau, worauf man wartet, aber eigentlich wartet man darauf, dass Gala irgendwas macht, aber wahrscheinlich machen sie es nicht. Eher unwahrscheinlich, dass sich grundlegend etwas ändern wird. Damit sich grundlegend was ändert, müsste tatsächlich der nächste FEC wahrscheinlich komplett floppen, sodass sie das FEC-System abschaffen oder komplett überdenken müssen. Und andernfalls wird sich wahrscheinlich so schnell nichts ändern. Also zumindest nicht in der grundsätzlichen Herangehensweise, wie sie Flive und die Community handhaben und behandeln. Daran wird sich so schnell nichts ändern. Grundlegend. Ich denke, eine Sache, die dafür passieren müsste, wäre zum Beispiel, dass der FEC komplett an die Wand fährt. Aber das wird halt auch eher nicht passieren, weil
Der funktioniert ja sehr gut, der FEC. Und beim letzten FEC habe ich ja auch ein Video gemacht, hat man ja leider gesehen, obwohl sie nichts geändert haben, hat er trotzdem gut performt. Das heißt, mit dem letzten FEC haben sie jetzt eigentlich auch noch die Erkenntnis erlangt, dass der FEC so gut läuft, dass selbst wenn sie gar nichts machen, also nicht mal neue Waffen, neue Rüstungen, höheres Level oder so, dass die Leute selbst dann spielen und unfassbar viel Geld ausgeben. Also der letzte FEC war da tatsächlich echt irgendwie negativ. Weil wenn der wenigstens ein deutlich schlechteres Ergebnis als der vorige gehabt hätte, und da hätten ja auch schon 100 Millionen Yen gereicht oder so, es hätte jetzt gar kein Vermögen sein müssen. Einfach nur ein deutlich schlechteres Ergebnis. Hätte vielleicht schon gereicht, dass sie es wieder ein bisschen ernster nehmen oder so. Aber der nächste FEC wird wahrscheinlich komplett durch die Decke gehen, mit neuen Waffen und so. Also der wird eher noch viel erfolgreicher als die letzten beiden, vermutlich. Das heißt, da werden sie dann auch wieder nichts ändern und dann, ja. Wie gesagt, du kommst da dann irgendwann nicht mehr raus, weil du auch einfach keinen Grund hast, irgendwas anders zu machen. Solange es funktioniert. Und die Leute, wie gesagt, die das ganze Jahr überspielen, nicht nur den FEC mitnehmen, die sind dann halt irgendwie die Gelackmeierten. Weil die warten und warten, aber es kommt halt nichts anderes. Und die Zahlen geben denen ja dann auch irgendwo recht, sag ich mal. Leider. Auf Dauer würden die Leute ja doch komplett aufhören, weil es ja nun mal nicht so viel zu tun gibt. Also sie würden nur jedes Update am Anfang spielen, dann müssen sie aber mehr Updates bringen. Das ist ein FEC mit dem gleichen Content natürlich auch einfacher. Ist es auch. Ist halt trotzdem schade, weil ich meine... Also ich meine, grundsätzlich ist es schon so, dass man es schon versteht, grundsätzlich. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es keiner versteht. Aber verstehen heißt ja nicht akzeptieren oder zufrieden sein damit. Ich meine, ich kann auch etwas verstehen und trotzdem nicht damit einverstanden sein. Was mich halt stört ist, oder was denke ich alle Flive-Spieler stört, ist halt, dass so wenig passiert. Also solange es nicht schlechter läuft, solange es nicht bergab geht, irgendwie fett mit den Einnahmen oder eben mit dem FEC, denke ich, kann man schon erwarten, dass sie zumindest ein Stück weit probieren, Sachen besser zu machen. Und ich finde, ökonomisch macht das ja eigentlich auch Sinn. Weil wenn du dein Produkt verbesserst und sei es nur um 10% jedes Jahr und du hast schon ein laufendes System, was gut funktioniert, dann... Also es müsste ja eigentlich immer besser werden, theoretisch. Und die Einnahmen immer höher. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass die das so sehen. Ganz und gar nicht. Das können die noch bringen, nach Artesia war Schluss im PC, oder? Nein, Entenhonig, die können noch so viel machen. Ratesia, Dark Ratesia, Bahara-Wüste, Knochenpfad, Caldera, überarbeiteter Mars Dungeon und das schwebende Schloss. Die haben noch Content für Jahrzehnte. Also wird das Jahrzehnte nichts Neues kommen? Nö. Aber das Ding ist ja eigentlich, wir wollen ja gar nichts Neues. Also ich meine, schon. Aber, also schon mehrfach gesagt, also ich persönlich würde mir jetzt einfach halt Quality of Life wünschen. Also zum Beispiel die Bankplätze,
Sowas wie automatische Dailies. Sowas, dass sie den NPC-Back endlich verstehen, was das Problem mit diesem NPC ist. Dass der da einfach scheiße positioniert ist und das einfach keinen Sinn ergibt, dass der da steht. Es hat vorher keinen Sinn ergeben, es ergibt jetzt keinen Sinn. Lauter solche Sachen. Also ziemlich allgemeine Sachen. For real.